Gute Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, der alte Sack ist mal wieder aushäusig. Da hinten übrigens ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wir haben jetzt 20 vor 7. Ich habe bis ungefähr so ungefähr 40 Minuten noch gearbeitet und ich gönne mir jetzt den Luxus, nach der Arbeit noch ein kleines Ründchen zu drehen. Und zwar heute die Ruwer Hochwaldschleife bei Baldringen. 13,5 Kilometer lang, gehört zu der Traumschleife des Saar-Hunsrücksteigs. Ja, ich hoffe, das wird nicht so ein Rohrkrepierer wie der Greimerater Höhenweg, weil der war ja absolut nicht abwechslungsreich. Ständig nur dieses Getrampel bei den Pfaden. Gut, ich muss natürlich sagen, ich bin natürlich auch etwas verwöhnt, was durch den Werra-Rosenberg. Ja, es kann nur besser werden. Und deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann seid ihr herzlich willkommen. Der Start war schon interessant. So durch ein kleines, verwunschenes Wäldchen, so Pfade, ja, okay. Aber trotzdem sehr schön. Vor allen Dingen, weil man sich halt eben durch die Schilder halt eben seinen Weg suchen musste, weil er nicht immer ganz eindeutig war. Und ja, der Start beginnt schon ganz gut. Die Sonne scheint. Ja, und wie ihr vielleicht vorher schon gesehen habt, habe ich heute sogar meine Regengamaschen an, denn die Hosen, die ich hier anhabe, die sind definitiv nicht wasserdicht und auch nicht wasserabweisend. Denn die anderen sind noch in der Wäsche. So, und ich hoffe, dass ich hatte die Regengamaschen schon öfter benutzt und ich hoffe, dass die ausreichen, um mich so halbwegs, zumindest in dem unteren Bereich, vor Feuchtigkeit durch die Gräser hier zu schützen. Die Schuhe saufen schon wieder im Wasser, aber die sind ja zum Glück wasserdicht und dann geht das schon. Ja, das ist auch ein Test für Hamburg, also für den Megamarsch Hamburg bei Nacht. Wenn ihr dieses Video seht, ist das schon gelaufen, dann habe ich das wahrscheinlich auch schon hochgeladen. Denn gestern war noch, oder was vorgestern, bin ich mir gar nicht mehr sicher, war noch schweres Gewitter angekündigt mit bis zu 24 Litern Wasser pro Quadratmeter oder Regen. Jetzt habe ich einen Tag später geguckt, da waren es nur noch 4 Liter pro Quadratmeter. Also gibt anscheinend doch kein schweres Gewitter, hoffe ich mal. Und ja, vielleicht habe ich Glück und es regnet gar nicht, dann würde ich es vielleicht sogar riskieren, die Messschuhe zu nehmen, weil ich habe die jetzt hier ein paar Mal getestet, halt nur nicht auf Langstrecke. Gestern habe ich nur ein winziges Training von 9 Kilometern gemacht und ich bin mir halt eben nicht hundertprozentig sicher, wie die Schuhe sich an meinen Füßen bei Langstrecke verhalten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gore-Tex irgendwie ein bisschen anders geschnitten sind als die Mesh, obwohl es beide Moab 2 sind. Ja, ich werde sehen. Vielleicht riskiere ich es auch. Mal schauen. So Leute, und da haben wir noch schon erreicht. Der Gipfelkopf. 460 Meter über Normal Null. Und hier gibt es etwas, was ich sehr besonders finde, denn es gibt hier an der Stelle ein Gipfelbuch. Also ich hoffe, dass es noch da drin ist und nicht irgendwer schon geklaut hat. Ne? So was findet man normalerweise nur an hohen Bergen hier. Keine Ahnung, gibt es sowas auch hier auf unserer Zugspitze? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, sowas gibt es hier an verschiedenen Bergspitzen, aber sowas findet man hier auch Hunsrück. Gipfelkopf, 460 Meter. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier eintragen und das genau mache ich jetzt.
ist es ja schon. So, hängen wir mal dahin. Gipfelbuch. Gibt es hier 2. Kugelschreiber. Scheiße, also bloß hier ist kein Kugelschreiber dabei. Ach Leute. Scheiße. So Leute, wie ihr seht, hier haben wir 2 Gipfelbücher. Die sind natürlich schon ein bisschen mitgenommen aus, ja, durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, oh, da ist schon. Ja, ist nur, das hier ist schon voll. Ja, letzter Eintrag. Von wann ist der? Steht hier kein Datum, aber hier steht 8.1.2022. Dann ist das mit Sicherheit das neue, aber kein Kugelschreiber. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Also ich habe mich echt drauf gefreut, hier mich da eintragen zu können. Und Gipfelkopfbuch Nummer 9. Das ist aber auch schon voll. 31.07.2023, ja. Das war vor, keine Ahnung wie viele Tagen. 10. Ja, scheiße. Kein Kugelschreiber, kein Platz mehr zum Eintragen. Das ist natürlich jetzt schade. Aber da werde ich jetzt mit leben müssen. Verdammte Axt. Na gut, dann wollen wir das alles wieder reinräumen. Ich hoffe, dass hier bei Gelegenheit jemand vorbeikommt und abholt. Vielleicht bin ich auch so nett und schreibe einfach mal eine E-Mail, dass die Bücher voll sind und dass halt eben der Kugelschreiber fehlt. So Leute, dann wollen wir das mal wieder wegpacken. Runtergefallen ist hier auch nichts. Na, bleibst du drin? Na, eben hing das besser. Ich glaube so rum. So rum, so rum. Und zu. Hier hängt auch nichts außenrum. Da bleibst du zu. So, das Gummiband wieder drum machen. Ja Leute, schade, ist aber halt nun mal so. Da hätte ich mich jetzt drauf gefreut, da wenigstens nochmal meinen Namen reinzuschreiben. Aber ich habe mich einmal verewigt. Boah, wo war denn das? Kann nur Klettersteig, ich glaube, da kann man das auch. Ich glaube, das werde ich nochmal machen bei Gelegenheit. Deswegen, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und denkt an die Glocke. Und wenn ihr schon dabei seid und habt die Hände aus der Hose, dann könnt ihr auch gleich noch einen Daumen hoch geben, weil sowas motiviert mich. So Leute, da war gerade ein Schild, Kilometer 2. Ich habe ungefähr einen Unterschied von 100 Metern, die ich mehr gelaufen habe. Und ja, damit kann ich leben. Links, rechts, kommt kein Auto, Gemma. Habe ich vorhin bei dem Dings, bei dem Gipfel da was von Hunsrück erzählt? Nein, wir sind natürlich im Hochwald. Schlimm, meine Geografiekenntnisse sind for the ass. Nochmal schnell ein wunderschönes Kapellchen gezeigt. Das interessant ist, das Ding hat sogar eine Hausnummer. Ja, also wenn ihr die Kapelle mit der Hausnummer 66 sucht, da ist sie. Ne? Wunderschön eingerichtet. Ja, die Kerzen brennen leider alle nicht. Das Tor ist auch zu. Gut, ich hätte auch gar kein Feuerzeug dabei. Schlimm, oder? Kein Feuerzeug dabei, kein Kuli dabei. Dass ich meine Unterhosen überhaupt anhabe, das ist schon ein Wunder, gell? Die Windräder da hinten, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das sind die, die wir passiert haben, als ich den Kreimerather Höhenweg gegangen bin. Davor sieht man Baldring, ein bisschen links dahinter. Das könnte Zerf sein. Könnte fast sein. Und irgendwo dahinter könnte auch Kreimerath sein. Könnte auch Oberzerf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, ich glaube, Kreimerath sehen wir gar nicht. Kreimerath ist hinter dem Hügel. Dann sind da die Häuser da oben an dem Waldrand. Das könnte Oberzerf sein. Ja, so weit und doch so nah. Tja Leute, eben noch euch schön gezeigt, ne, wo wie was hast nicht gesehen ist. Ja, und prompt habe ich mich schon verlaufen. Ist wieder so typisch. So, jetzt mal gucken. Ich habe hier die falsche Abbiegung. Ich glaube, ich muss darunter Richtung Baldring. Aber hier ist auch nirgendwo. Doch, da ist eine Markierung und zwar genau da, wo der Jägersitz ist. Spitze. Ach, guck mal. Hier haben wir die andere Markierung. Ja, spitze, da liegt sie gut. Ne? Aber wie man sieht,
Der Baumstamm ist auch schon ein bisschen morsch gewesen, das Ding ist wahrscheinlich umgekippt. Da sagen wir ausnahmsweise mal nichts zu. Ist halt so, ne? So Leute, ich befinde mich jetzt an einer Stelle, wo man wirklich den Unterschied kennenlernen kann oder sehen kann zwischen einem richtig guten, schönen Wald und einem tristen Wald. So, auf der Seite hier finde ich, zumindest persönlich, den schöneren Wald, weil das verschiedene Bäume, also das hier glaube ich ist eine Birke, nagelt mich jetzt nicht fest, ich bin mir nicht sicher. Da hinten sind mit Sicherheit noch andere Bäume. Ihr seht da schön Laub und Holz, was liegt und ein bisschen Moos und alles. Ne? Und die andere Seite, schreckliche Monokultur, teilweise Bäume, die schon nicht schön aussehen und dieser triste Nadelbelag mit den Tannenzapfen und also ganz ehrlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ein Wald, der mir gefällt. So muss ein Wald aussehen und ich finde, so sieht auch ein gesunder Wald aus. Ungefähr Kilometer 5, ich denke mal, das Schild kommt hier gleich. Ja, altes Wandergesetz, wenn es irgendwo runter geht, muss es auch wieder raufgehen. Das heißt, jetzt habe ich die nächste Erhebung vor mir. Ich habe jetzt gar nicht auf die Höhenmeter geguckt, aber ich glaube, das will ich jetzt auch gar nicht wissen, weil sonst habe ich wahrscheinlich keine Lust. Ist jetzt aber auch nur noch die einzige Erhebung und danach geht es so schwingend hinunter. Das heißt, jetzt darf ich mich nochmal richtig anstrengen und ja, dann habe ich eigentlich auch das Schlimmste schon hinter mir. Ich habe gerade einen älteren Herrn getroffen, der hier mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Übrigens sehr lieb der Hund, sehr verschmust. Und der meinte, weil wir hatten ja die Bücher gesehen, die waren schon verschimmelt und auch schon überfüllt und auch der Pfosten, der da lag mit der Markierung. Der ältere Herr sagte dann zu mir, ja, inzwischen kümmert sich anscheinend keiner mehr hier um den Weg. Und am Anfang waren sie wohl alle enthusiastisch und jetzt interessiert es irgendwie keinen mehr. Finde ich natürlich schade, weil ich denke mal, sowas sollte man pflegen. Und gerade so Wanderwege hier in Deutschland zu etablieren, ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil je nachdem, wen du da an der Behörde hast, kann es sein, dass du dir da die Zähne ausbeißt, weil der hat einfach keinen Bock drauf, der findet sowas scheiße. So, dann kommen wir auch schon zu einem wunderschönen Flüsschen. Name weiß ich nicht. Ist das die Ruwer hier? Ich glaube, das hier ist die Ruwer. Nagelt mich jetzt nicht fest, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich eine wunderschöne Brücke überqueren. Obwohl die hat auch schon, die könnte auch mal wieder gepflegt werden. Ja, da haben wir ihn, den Ruwersteg. Also dann ist das hier wahrscheinlich auch die Ruwer. Erbaut 2011, also schon 12 Jahre alt. Ja, dann interessant, die haben ja noch so Gitter drüber gemacht, aber mit meinen Schuhen ist das hier ein bisschen rutschig. Ja, was soll's. Aber wunderschön. Guckt euch das an. So, hier hinter mir das Bächlein, wie es fließt. Hier auf der anderen Seite, so da seht ihr, wunderschön, so ein bisschen wasserfallmäßig. Sehe ich das richtig? Ist das dann der Mitte Rhabarber? Ich weiß nicht. Wisst ihr das? Was das ist? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Also das wäre ja geil, so wilder Rhabarber. Ja, was haben wir hier? Okay. Hier ist auch noch ein Stück. So, wenn ihr guckt, hier ist auch noch so ein Stück. Anscheinend, wenn die Ruwer Hochwasser führt, dann fließt ein Teil hier lang. Ja, die Natur sucht sich halt ihren Weg, ne? So Leute, und da haben wir es. Hier geht es jetzt wieder bergauf. Hier werde ich jetzt die Kamera ausmachen und mich da hochquälen. So Leute, laut Uhr rund 6 Kilometer, fast. 5,5 werden es wohl wirklich sein. Ich habe ungefähr 500 Meter mir dazu geschummelt, durchs Hin- und Herlaufen. Was ihr jetzt seht, die Strecke einmal nach da und dann auch nach da, ist die alte Ruwertalbahn. Ja, also hier ist früher, vor keine Ahnung wie lange, vielleicht blende ich es auch mal ein, die Bahn gefahren. Und zwar ist das die alte Strecke von Trier bis nach Hermeskeil und dann weiter, glaube ich, bis Türkesmühle und ging das bis Birkenfeld? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ja, hier hat man einen Radweg draus gemacht. Leider, weil gerade jetzt könnte man die gebrauchen als gute Verbindung nach Hermeskeil. Ja, wie ihr seht,
ist jetzt ein Radweg draus. Die Strecke kriegst du auch nicht mehr zurück, weil wenn einmal entwidmet, heißt das glaube ich, dann ist Feierabend, dann ist Schicht im Schacht, dann kann man hier keine Bahn mehr etablieren. Vielleicht wäre möglich eine Gesetzesänderung oder ähnliches, aber naja, wir sind hier in Deutschland. Was erwartet ihr? So, wie gesagt, ich kam von hier und jetzt geht es über die wunderschönen Holzbretter. Die sehen irgendwie ein bisschen neu aus. Vielleicht haben sie auch lange gehalten, keine Ahnung. Jetzt geht es hier den Weg hoch und dann wird es da oben nochmal steil hochgehen. Ach du Scheiße, nochmal 2,3 Kilometer und 150 Höhenmeter. Ja, das kann auch was werden. Rumstehen und jammern bringt nichts. So Leute, vorhin sagte ich ja, dass ein älterer Herr gesagt hat, hier würde sich keiner irgendwie um was kümmern. Wenn ihr das seht, also hier hat auf jeden Fall schon mal jemand gemäht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand ist, der den Weg pflegt oder ob der jetzt zu dem Grundstück da gehört. So Leute, neuer Platz und wie ihr seht, der Majeta-Felsen. Hier sind auch schon einige runtergekommen. Könnte man fast schon dran klettern, aber so wie das Zeug da aussieht, ich glaube jeder Kletterprofi würde sagen, no way, weil könnte sein, dass hier gleich wieder der nächste Felsen ins Gesicht fällt. Und wenn so ein Dingelchen dir da ins Gesicht fällt, dann war es das. So, die Sage vom Majeta Geist. So, das ist natürlich jetzt ein riesen Text und ich werde ihn jetzt gleich abfotografieren und werde ihn einblenden. Dann könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, stoppen und euch das durchlesen. So Leute, dürft ihr mal beim Hecheln zugucken. Der Weg oder die Strecke hat sich gerade von 13,5 auf 13,2 Kilometer reduziert, denn laut Komoot hätte ich irgendwo andersrum gehen sollen. Die Linie war auch gestrichelt, das heißt, Komoot kannte diesen Weg gar nicht. Keine Ahnung, warum das so eingezeichnet war. Ich bin jetzt hier auf dem direkten Weg, die Strecke auch geändert und ganz ehrlich, das gefällt mir hier. Das macht richtig Spaß. Das ist jetzt schon so eine kleine Kletterpartie, so ein bisschen über Felsen. Da habt ihr auch richtig schöne Felsformationen. Hier vor uns ist auch nur ein schöner Felsen. Ganz viele hier auf dem Boden. Ja, und da darf ich jetzt drüber bis zum höchsten Punkt. Ungefähr 500 Meter. Das heißt noch höher als der Punkt, wo das Gipfelbuch war. Und dann, wenn ich den Punkt erreicht habe und über das Steinfeld hier drüber bin, ohne mehr was zu brechen, dann geht es eigentlich auch nur wieder abwärts. Also mit mir sowieso, aber auch mit der Strecke. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Training, obwohl ich eigentlich heute nicht so viel trainieren wollte oder eigentlich gar nicht, weil morgens Megamarsch. Aber ganz ehrlich, ich habe noch genug Zeit, um mich auszuruhen. Der Heckelbuschfelsen 490 Meter über Normal Null. Wir sind an der höchsten Stelle, vielmehr ich. Und ja, im Hintergrund seht ihr auch richtig schön der Felsen, wie er da hochgeht. Ja, wäre ich jetzt jung, würde ich da hochklettern, aber ich bin ein alter Sack, muss ich nicht. Ja, und deswegen gehen wir jetzt auch weiter bis zum Sportplatz. 5,6 Kilometer steht hier, Gipfelkopf 6,9. Gut, da wollen wir nicht mehr hin, da waren wir schon. Das heißt, so ungefähr 5,5 Kilometer, das stimmt auch ungefähr mit meiner Uhr überein. Und dann habe ich auch die Tour Ruwer Hochwald Schleife erfolgreich und ich muss auch zugeben, mit Spaß absolviert. So Leute, nur ganz kurz. Hier wieder diese wunderschöne Hütte, wo man sich hier aufhalten kann. Richtig schön, ein Fenster. Ja, kann man jetzt drüber streiten, aber hat natürlich den Vorteil, dass wenn es stark regnet, man auch recht geschützt ist, auch windgeschützt. Und ja, schönes Häuschen, um Pause zu machen und um sich vor dem bösen, schlechten Wetter zu schützen. So Leute, rund 9,6 Kilometer. Ja, ich befinde mich, wenn ihr guckt, hier oberhalb von der ehemaligen Ruwertalbahn. Wie ihr seht, laufe ich gerade so ein wunderschönes Fädchen. Ja, das sind im Moment Pfade, wo du auch ein bisschen Kilometer machen kannst, ein bisschen Schnelligkeit aufbauen kannst, so mehr oder weniger. Und ja, dann denke ich mal, dass ich so in 3,5 Kilometern, oder ich werde in 3,5 Kilometern wieder zurück sein am Sportplatz von
ist das Baldring oder Sportplatz Hentern? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht geguckt. Und da steht auf jeden Fall das Auto und dann werde ich dort auch die Heimreise antreten. Aber das dauert noch ein bisschen. So, und ich hoffe, dass noch ein bisschen was kommt. Dass ich vielleicht doch noch ein bisschen was zu sehen kriege. So Leute, keine Ahnung wie viele Kilometer, ist jetzt auch egal. Ich glaube 10 waren es gerade. Ja, ich muss da lang. Aber hier so ein geiles Brückchen. Eigentlich hatte ich gehofft, ich muss darüber. Aber nein, ist mir leider nicht gegönnt. Hentern Ortsmitte, knapp 500 Meter. Ja, leider, alles klar. Dann gehen wir da weiter. Scheiße. So Leute, ich habe mich gerade hier durch den Wald geplagt. Und zwar befinde ich mich jetzt auf der Straße. Ich glaube, da geht es nach Niederzerf. Und da geht es dann, glaube ich, Richtung Baldringen. Und die Strecke kenne ich, weil ich bin nicht schon ein paar Mal gefahren. Aber ich glaube, inzwischen ist sie gesperrt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weil an dieser Brücke, wo die Bahn früher mal drüber gefahren ist, da hinten ist der Bahnhof von Zerf, bin ich schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Jetzt bin ich auch mal durchgelaufen, wurde auch mal Zeit. Weiter geht's. So Leute, sind jetzt ungefähr 11,3 Kilometer. Das heißt, noch ungefähr 2 Kilometer, dann ist die Tour auch rum. Ja, und ich habe jetzt das Glück, nochmal die Ruwer überqueren zu dürfen, über diese wundervolle Brücke. Oh, ich mag sowas. Also die Ruhe, das Rauschen des Wassers, eine einsame Straße. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sind wir hier vorbei? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Nee, kann gar nicht sein, wir haben ja da oben diesen Bogen gelaufen. Aber ja, sehr schön. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Naja, fast. Und wie gesagt, bis zum Sportplatz ist jetzt auch nicht mehr weit, ungefähr 2 Kilometer. Ja, dann würde ich sagen, genieße ich jetzt noch die letzten 2 Kilometer und so kurz vor dem Sportplatz melde ich mich nochmal so mit einem kleinen Fazit und dem kleinen Abschied, wie immer. So Leute, Endspurt. Da hinter der Kamera ist jetzt der Sportplatz. Ich sehe auch schon das Auto. Das heißt, ich habe es geschafft. Die Uhr sagt jetzt 12,5 Kilometer. Viel wird jetzt auch nicht mehr dazukommen. Ja, in diesem Sinne, das war eine schöne Wanderung. Sie war abwechslungsreich. Man hat auch das eine oder andere zu sehen gekriegt. So die schönen Brücken über die Ruwer und die Felsen, wo man schön drüber klettern konnte und so. Und ja, alles in allem finde ich, das ist eine schöne Wanderung, die man auch empfehlen kann. Und ein bisschen anstrengend hier und da an einigen Passagen, aber nichtsdestotrotz, ja, hat es auf jeden Fall Laune gemacht. So Leute, dann machen wir es ganz kurz. In diesem Sinne verabscheue ich mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.